Eine Frucht, die fast jeder kennt und liebt, die Gurke. Heute zeige ich euch, wie ich Gurken ganz einfach in kleinen Behältern anbaue und trotzdem richtig viele Früchte ernte. Die Materialien dafür sind leicht zu bekommen und vieles davon hat man oft schon zu Hause. Also fangen wir an. Zuerst bereite ich die Pflanzgefäße vor. Dafür verwende ich alte Plastikkanister, die sonst nie am Müll landen würden. Den Griff schneide ich vorsichtig heraus, damit die Gurkenpflanze später genug Platz hat. Und schon entsteht daraus ein einfacher, praktischer Pflanztopf. Danach mache ich kleine Löcher in die Seiten und in den Boden des Kanisters. Damit ist das Pflanzgefäß auch schon fertig. Jetzt kommt das Substrat. Gurken sind eigentlich recht unkompliziert, aber wenn sie viele Früchte tragen sollen, brauchen sie lockere und nährstoffreiche Erde. Deshalb mische ich Gartenerde, Reisspelzen und reifen Kompost oder organischen Dünger. Weil die Luft zurzeit recht feucht ist, gebe ich zusätzlich etwas Trichoderma oder nützliche Bodenpilze dazu. Das unterstützt die jungen Wurzeln und hilft, das Substrat gesünder zu halten. Jetzt mische ich alles noch einmal gut durch und schon ist das Substrat bereit zum Pflanzen. Ich stelle alle Pflanzgefäße an ihren Platz und fülle sie mit der vorbereiteten Erde. Hier seht ihr meine Gurkenpflanzen, die ich aus Samen der letzten Ernte vorgezogen habe. Die Blätter sind kräftig und die kleinen Ranken strecken sich schon sichtbar nach oben. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sie in ihr neues Zuhause zu setzen. Zuerst nehme ich vorsichtig den kleinen Plastiktopf ab. Oh, der Erdballen ist an einer Stelle etwas auseinandergebrochen. Also arbeite ich jetzt noch vorsichtiger, damit die feinen Wurzeln nicht verletzt werden. Damit die Pflanze stabil steht, gebe ich oben noch etwas Erde dazu. Bei den anderen Pflanzen mache ich es genauso. Zum Schluss gieße ich jede Pflanze mit einer mäßigen Menge Wasser an. So bekommt die junge Gurke genug Feuchtigkeit und kann sich schneller an den neuen Platz gewöhnen. Nach einiger Zeit sehen die Pflanzen schon viel kräftiger aus. Sie haben sich gut eingewöhnt und wachsen schön nach oben. Auch die Ranken werden länger und beginnen sich richtig festzuhalten. Jetzt verwende ich trockene Bambusstäbe als Rankhilfe. Ich stecke sie direkt in den Bereich am Flaschenhals, damit die Stütze fester steht.
Danach befestige ich den Haupttrieb locker mit einem Kabelbinder an der Rankhilfe. Wichtig ist, nicht zu festziehen. Die Pflanze soll Halt bekommen, aber nicht eingeschnürt werden. Inzwischen haben die Gurkenpflanzen eine schöne Länge erreicht. Auch die Blätter sehen frisch und gesund aus. Ich sehe keine Anzeichen von Krankheiten oder Schädlingsbefall. Das ist wirklich ein gutes Zeichen. Nach ein paar Regenschauern zeigt sich plötzlich etwas Wunderschönes. Die ersten gelben Gurkenblüten öffnen sich. Und direkt dahinter sitzen schon winzige kleine Fruchtansätze. Sie wachsen kräftig nach oben, als würden sie nur noch auf die Bestäubung warten. Seht ihr diese kleine junge Gurke hier? Die feinen Stacheln und der helle weißliche Belag sind ganz normal. Sie gehören zur natürlichen Schutzschicht der jungen Früchte. Überall an den Rankhilfen hängen nun kleine, kräftige Gurken voller Leben. Zu diesem Zeitpunkt verwende ich Eierschalen. Ich zerdrücke sie fein und streue sie auf die Oberfläche der Erde. Ihr werdet staunen, wie nützlich dieser einfache Küchenrest am Garten sein kann. Eierschalen liefern nach und nach Kalzium und unterstützen kräftige, gesunde Früchte. Sie können helfen, die Schale stabiler zu machen und Problemen durch Nährstoffmangel vorzubeugen. Außerdem mögen Schnecken solche scharfen, zerdrückten Schalen oft nicht besonders gern. Danach gebe ich noch eine dünne Schicht Erde darüber. So werden die Eierschalen besser in den Boden eingebunden. Und natürlich wird danach noch einmal vorsichtig gegossen. Schließlich ist der schönste Moment gekommen, die Ernte. Es ist wirklich beeindruckend, wie viele Gurken an diesen kleinen Pflanzen hängen. Jede Rankhilfe ist voller grüner, kräftiger Früchte. Die Gurken sind schön gleichmäßig, gerade und frisch. Und das Beste ist, es kommen noch viele kleine Früchte und neue Blüten nach.
Heute ernte ich zuerst nur die Gurken, die schon die richtige Größe erreicht haben. Bei dieser Sorte sollte man nicht zu lange warten. Schon 1 oder 2 Tage zu spät und die Gurke wird schnell zu alt und schmeckt nicht mehr so zart. Die großen Gurken nehme ich also zuerst ab. Die kleineren lasse ich noch am Strauch, damit sie für die nächste Ernte weiter wachsen können. Ein kleiner Tipp: Gurken erntet man am besten früh am Morgen. Dann sind sie besonders knackig, frisch und voller Wasser. Und jetzt ernten wir gemeinsam diese schönen Gurken. Wenn euch solche einfachen Gartenideen gefallen, begleitet mich gern weiter auf diesem Kanal. Gemeinsam entdecken wir noch viele spannende Möglichkeiten, auch auf kleinem Raum frisches Gemüse anzubauen